Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute gibt es von mir ein kleines Aquarell mit etwas Herbststimmung. Und schon sind wir an meinem Arbeitsplatz. Das Aquarellfieber hat mich gepackt und ich zeige euch jetzt mal auf einer kleinen Karte. Es ist eine DIN A6 Karte aus Baumwolle, 300 Gramm pro Quadratmeter. Die möchte ich nass in nass gestalten und dazu habe ich sie jetzt auf eine Plexiglasplatte gelegt, mache die Rückseite nass und jetzt seht ihr, was passiert, wenn ich die Vorderseite auch nass mache. Die Wölbung gleicht sich wieder aus und das Papier schmiegt sich an die Plexiglasplatte an. So brauche ich das Ganze nicht abzukleben. Das lasse ich ein paar Minuten ziehen und inzwischen zeige ich euch die Farben. Das ist ein Neapelgelb, ein Sepia, ein gebranntes Sienna und ein warmes Grün. Die trage ich jetzt als kleine Pünktchen auf meine Porzellanplatte auf. Das Papier hat sich jetzt ein paar Minuten vollgesogen und bevor ich beginne, mache ich es nochmal gründlich nass, aber nicht so, dass da Pfützen drauf sind. Für den Himmel beginne ich mit dem Neapelgelb und streiche das sanft nach unten aus. Allerdings lasse ich jetzt den unteren Bereich etwas frei. In meinem Pinsel habe ich jetzt etwas von dem Grün und trage es an dieser unteren Kante auf. Das soll später Gebüsch oder etwas Ähnliches im Hintergrund darstellen. Die Farbe verteilt sich weich in den gelben Himmel hinein. Jetzt habe ich eine ordentliche Portion Sepia in meinem Pinsel und tupfe einige Büsche bzw. Bäume auch auf diese untere Linie und erlaube diesen sich nach oben hin weich in den noch immer feuchten gelben Himmel auszubreiten. Mit einem etwas verdünnten Sepia gehe ich jetzt nah an diese Linie oben heran, lasse aber bewusst eine oder zwei helle Stellen frei und das Sepia verteile ich so ein bisschen nach unten und von unten kommt jetzt ein Sienna gebrannt, gemischt mit dem Neapelgelb.
Das Grün lasse ich im unteren Bereich nochmal auftauchen. Solange die Bäume noch feucht sind, kann ich hier mit einer etwas dichteren Sepia-Ladung nochmal hineingehen, um die Kontraste zu intensivieren. Jetzt kommt nochmal richtig dunkle Farbe in die untere Partie. Das ist ein Sepia und nochmal das Grün. Das wird ein bisschen gemischt. Und dort hinein möchte ich gleich Salz streuen, normales Kochsalz, das dann bestimmte Strukturen für den Vordergrund ergibt. Hier kommt also das Salz, sehr sparsam angewendet. Dazwischen gebe ich jetzt mit meinem Pinsel noch ein bisschen Grün. Das wird dann intensiver. Mit einem sauberen, gut ausgedrückten Pinsel wasche ich jetzt hier noch ein paar Stellen heraus, damit ein paar Lichter den Horizont weiter betonen. Jetzt ist alles schon ziemlich trocken und ich kann Details einfügen. Mit meinem Pinsel male ich ein paar Stämme, sehr vorsichtig und zierlich, und ein paar angedeutete Äste in diesen Busch. Aber wirklich nicht viel. Das Bild ist klein und es soll wirklich auch durch die Farben und die Verläufe wirken. So, das Salz habe ich abgemacht. Die Salzstrukturen kann man gut sehen. Und das Ganze erinnert mich ein bisschen an unsere Landschaft hier vor der Haustür. Etwas herbstlich, etwas dunkel, aber mit einem Leuchten im Himmel. Das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe euch auch. Und ihr probiert es mal aus. So ein kleines Format ist wirklich gut, um zu üben. Man muss nicht viel aufspannen und die Nass-in-Nass-Malerei erfordert nicht so viel Planung wie bei einem großen Bild. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es würde mich sehr freuen. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.